Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer und zwar ein Swift 3 und ich zeige euch auch, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite und zwar hier. Und ja, also mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen lösen. Die Schiene hier ist übrigens direkt am Frontrahmen mit dran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben rausnehmen. Auch hier vorne die 4. Und die sind auch alle gleich lang, also ziemlich problemlos. Das Einzige ist, das sind Torx-Schrauben und ich benutze hier generell eigentlich für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und für die Torx-Schrauben nimmt man dann am besten ein T5 als Aufsatz, um die äußeren Schrauben rauszunehmen. Wenn man dann im Gerät arbeitet, muss man da allerdings wechseln, weil das sind ganz normale Kreuzschrauben und dafür kann man dann hier einen PH0 benutzen. Wenn alle Schrauben draußen sind und man die Unterseite lösen will, zeige ich euch mal schnell, wo die Verbindungslinie läuft zwischen Gerät und Unterseite. Und das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Und dann läuft die hier einmal auch auf der Vorderseite entlang und auch hier. Und ich benutze zum Öffnen einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ich versuche eigentlich nach Möglichkeit auf der Rückseite anzufangen. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich finde, oft geht es hier am einfachsten. Und dann versucht man im Grunde genommen zwischen Gerät und Unterseite eine kleine Lücke zu schaffen. Ja, hier zum Beispiel geht das jetzt ganz gut, da kommt man gut rein. Und dann die Unterseite nach oben wegzuhebeln. Das geht manchmal schwerer, manchmal leichter, je nachdem auch, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde. Wenn das noch nie geöffnet wurde, geht es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber da gilt einfach nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld. Und dann versucht man sich hier einmal um das Gerät herumzuarbeiten. Das laute Knacken hier ist übrigens auch normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Und ja, falls man irgendwo mal stecken bleibt, dann einfach an einer anderen Stelle weitermachen. Aber meistens so wie hier. Ja, wenn man das einmal ein bisschen gelöst hat, kann man das meistens mit ein bisschen hin und her rütteln und wackeln dann einfach abnehmen. Ansonsten eben in der gleichen Technik weitermachen. Auch hier oder auch auf der Vorderseite kommt man oft gut rein und kann das aufhebeln. Und ja, mit ein bisschen Geduld ist das dann ratzfatz offen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und da sehen wir hier das Kabel, das zum Mainboard führt, und das kann man jetzt in dem Fall einfach rausziehen. Ich fasse da hier am Stecker, mit ein bisschen hin und her rütteln, ist das ratzfatz draußen und man ist da auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass bei dem Modell der RAM aufgelötet ist. Das heißt, den kann man nicht tauschen oder erweitern.
Wir sehen hier die SSD. Direkt darunter, das kann man jetzt nicht sehen, aber nachher ist die CMOS-Batterie, die hier zum Mainboard läuft. Die ist im Normalfall hier einfach nur aufgeklebt. Dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Wir sehen hier den Lüfter und den Heatsink. Und ja, in dem Fall könnte man jetzt die Platine hier drüben, die zu diesen Anschlüssen hier führt, gegebenenfalls auch separat tauschen. Die ist also nur über ein Kabel mit der verbunden. Und ja, um den Akku auszubauen, muss man nur diese beiden Schrauben hier rausnehmen. Der ist hier vorne so ein bisschen eingehängt. Und wie gesagt, je nachdem, wenn man jetzt die Unterseite geöffnet hat, muss man hier zu einem Kreuzschraubenaufsatz wechseln. In dem Fall eben ein PH0. Wenn man die Schrauben draußen hat, dann gibt es hier noch so ein kleines Klebeband. Das machen wir auch noch weg. Und dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Wie gesagt, da unten ist der so ein bisschen eingehakt. Und ja, kann den so dann eben auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier das Touchpad. Das lässt sich, wie gesagt, auch einzeln tauschen. Und da ist es so, das sind hier zwei Schrauben. Ich gucke mal, ob ich das zeigen kann. Das ist ein Klebeband hier, genau. Also die beiden Schrauben hier, die müssen raus. Das ist egal, das kommt von da oben, aber das Kabel hier, das muss man auf jeden Fall trennen. Und da ist es so, das ist ein Kippschalter, also nicht einfach dran ziehen. Den muss man erst nach oben hin aufklappen. Genau so. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Und ja, dann kann man das Touchpad so quasi ausbauen und austauschen. Und beim Wiederverbinden hier einfach nur schauen, dass das Kabel, das hat hier so eine schwarze Linie auch drauf, dass man das wieder richtig bis zum Anschlag hier in den Stecker bekommt. Genau so. Und dann klappt man das zu und dann sieht man, dass das genau richtig sitzt. Um die SSD zu tauschen, muss man nur diese eine Schraube hier rausnehmen. Und die sehe ich schon, ist super klein. Die vom Akku waren auch schon sehr klein. Da kann man also schon überlegen, auch ein PH1, ein PH00 vielleicht dazu zu nehmen. Ja, und das geht auf jeden Fall viel besser. Also danach die SSD so ganz leicht nach oben hebeln, nicht zu viel. Und dann kann man die einfach hier aus dem Slot rausziehen. Und ja, so eben auch tauschen. Hier sieht man übrigens jetzt auch die CMOS-Batterie. Und ja, beim Einbau, also die passt nur von einer Richtung rein. So geht das gar nicht. Die kommt also einfach zurück in den Slot. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt, fällt dann hier schon auf das Gewinde und muss nur wieder verschraubt werden. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät übrigens auch separat tauschen. Und da ist es so, der wird von diesen beiden Schrauben gehalten. Und man muss auch das Klebeband, was hier noch mit über den Heatsink läuft, abziehen. Und dann sieht man hier das Lüfterkabel. Das ist jetzt so nah am Lüfter dran, dass ich den jetzt zuerst ausbauen würde. Und dann kann man den Lüfter hier aus dem Gerät nehmen. Und das Lüfterkabel, das fasse ich jetzt hier oder versuche es am Stecker selber zu fassen. Und dann zieht man das einfach nach hinten raus. Genau so. Und es läuft in dem Fall jetzt hier unter den WLAN-Kabeln durch. Und ja, so kann man den Lüfter doch ziemlich einfach tauschen. Beim Wiederverbinden ist es so, falls man sich mal nicht sicher ist, wie rum der Stecker reingehört, da kann man hier auf einer Seite des Steckers Kontakte sehen. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und ich würde hier auch auf jeden Fall zuerst das Kabel wieder verbinden. Man hat mehr Platz und vor allem aber auch, dass man es nicht vergisst. Und da auch schauen, dass der wirklich bis zum Anschlag wieder drin sitzt.
und dann kann man den Lüfter auf die Gewinde zurücklegen. Hier auf jeden Fall schauen, dass man das Klebeband nicht zwischen Kühlung und Lüfter einquetscht. Dann können wir das auch schon wieder drauf machen. Ja, und dann muss der eigentlich nur wieder verschraubt werden. Und ja, in dem Fall echt überhaupt kein Hexenwerk. Der Akkueinbau, genauso einfach wie der Ausbau, den steckt man jetzt hier unten so ein kleines bisschen wieder rein und lässt den nach unten fallen. Man kann auch das Klebeband hier wieder nach oben machen. Und dann sieht man auch, der hat so kleine Hilfsausbuchtungen hier drüben. Und ja, sitzt dann hier, also man kann den echt gar nicht falsch einlegen. Und dann wieder verschrauben. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, nicht vergessen auch das Kabel wieder zu verbinden, dass das Laptop am Ende wieder anspringt. Sonst muss man das alles nochmal aufmachen. Auch da schauen, dass der Stecker richtig drin sitzt. Spürt man aber sehr gut. Und ja, schon kann man die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt sie nach unten fest. Auch in der Mitte, da kann man ordentlich drauf drücken, dass die ganzen Einraststellen hier sich wieder verbinden. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum, so wie hier. Schau, dass da keine Lücke mehr zu sehen ist, dass hier wirklich alles fest sitzt. Da sieht man auch noch sehr gut eine große Lücke. Da auf jeden Fall schauen, dass wirklich alles fest und zu ist. Und dann muss man das Gerät nur wieder verschrauben und ist damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.